Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, die Sendung, damit herzlich willkommen zum EU5 Serverstart. Tagebuch, Tag 4 ist angebrochen und das Ernüchternde ist, immer hier zu finden in der, in der Taverne. Nichts mehr los. Die Quests sind richtig schlecht. Der 4. Tag ist immer sehr undankbar, beziehungsweise der 5., wenn man mal ein 4-Tages-Event hat. Aber was sehr gut lief, muss ich sagen, waren die, Fortress-Geschichten. Also, und Tommy, Fortress-Partner, hatte ich 7-mal gefunden. Ich habe ihn 8-mal gefunden. Ich habe ungefähr die Hälfte meines Goldes verbraucht. Habe also noch 270k auf der Hand. Und wir werden ihm jetzt die Gegenangriffe schicken. Überleg noch, ob ich ihn einmal suche. Oh, ich finde ihn sogar, lull. Ich finde ihn sogar. Dann halte ich mir mal einen offen. Ohne Gegenangriff, direkt gefunden nochmal. Sehr geil. Ich schicke ihm jetzt die Angriffe rüber. Und er wird mich dann morgen Vormittag angreifen. So, mit 15 Attacken. Tendenziell sogar 16. Muss ich ihm gleich mal schreiben. Ja, er schreibt mir gerade, dass er irgendwie Postfach-Bug hat. Also, dass anscheinend ein Angriff verloren gegangen ist. Gut, dann passt es ja, dass ich ihn gefunden habe. Dann sind wir dennoch bei 15. Und ja, das war krass. Also es hat echt gut funktioniert. Wir haben uns gut abgesprochen. Alles gut. Jetzt könnte ich natürlich trotzdem nochmal suchen. Ich bin ja noch nicht in der Gilde drin, ob ich ihn finde. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt auch immer so klappt, ne? Also mit dem Traden, weil wenn man jetzt so viel Gold ausgibt, um sich oftmals zu finden, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn alles verloren geht. Oh, der eine, der war aber gerade sehr lecker. 10.000 hat er schon am Start. Komm, einmal. Jetzt finde ich ihn natürlich nicht mehr, ist klar. Doch, jetzt hier, habt ihr mal gefunden. So. Dann, habe ich noch 2 Attacks. Schicke ich ihm dann noch rüber. Und das sind immer gute Dinge für die Partnerschaft. Dann bauen wir auf jeden Fall unsere Festung heute auch aus. Also ich muss auf jeden Fall viel machen und dann die nächsten Tage bauen wir beide aus. Let's go. Und neben der Festung, der Festungspartnerschaft, die weiterzuführen, viele Restis zu sammeln, steht natürlich auf dem Tagespunkt der Arena-Manager. Ich habe jetzt leider nicht den Bonus für den Seed bekommen, aber für einen Popcorn-Stand, man empfiehlt ja, wenn es geht, den Speed-Bonus zu nehmen und immer vom niedrigsten Gebäude aus anzufangen. Und dergehend habe ich das gemacht. Normalerweise nehme ich immer Timeskips, aber ich glaube, ich werde die ersten Male immer auch Boni nehmen und dann erst irgendwann Timeskips, weil dann profitiert man ja auch von dem Boni und holt sich die Runen dann hinten raus. Und des Weiteren ist natürlich das Ziel, auf Level 110 zu kommen. Und ich habe jetzt schon ein paar XP generiert. Über Erde mit Lilipon habe ich Lilipon geschlagen. Das gab schöne XP. Und jetzt probieren wir gleich mal durch die Ehrenhalle zu gehen. Wir spielen gegen Syom, der hat Feuer, hoffentlich nur auf Level 2. Also das sind eigentlich alles Level 1er. Dementsprechend sollte ich die locker schlagen können. Ich greife mal mit Shadow an. Ja, das lief gut. Da haben wir jetzt nämlich schon Gulps auf der 3 und können hier auch 854.000. Ja, dieses XP-Level skaliert mit eurem Level. Na, das, das ist ein guter Weg, um 110 zu schaffen, denn die Quests, die geben nicht mehr so viel XP wie vorher. Das ist, da muss man schon, also ich habe damit gerechnet, dass ich fast 300 Alu brauche, um das eine Level zu schaffen, gefühlt. Aber mit den Petfights wird es besser laufen. Wir werden definitiv heute 110 werden und dann werde ich auch noch ein bisschen aufholen zumindest. Also so in Richtung 90 Dungeon. Ob die Mordmaschine klappt, weiß ich nicht, aber alle anderen Dungeons will ich eigentlich erledigt haben und ich hoffe, dass ich ein gutes Epic bekomme. Jetzt können wir aber noch weitergehen. Jetzt haben wir hier Fire 3 Pets. Er hat 9 Stufen insgesamt. Das heißt, er hat das höchste Pet wahrscheinlich auf 7. Und das ist schon gefährlich mit Lilipon. Lilipon derzeit mein stärkstes Habitat. Ich überlege zu sagen, komm, wir hauen einfach mal rein hier. Ich weiß nicht, was heute noch passiert, aber lieber zum Start des Tages angreifen. Es macht sich immer bezahlt.
Ich will ja noch Früchte kriegen. Eine Frucht mehr haben wir ja natürlich. Auch wenn es natürlich nicht reicht, ja. Aber ja, ich throw mal. Und dafür haben wir jetzt wieder einen einfachen Gegner. Das ist doch hübsch. Jawohl. Haben auch geschafft. Damit ist Gulps jetzt auf 5. Ja, Perophibus werde ich glaube ich nicht schaffen. Also da bräuchte ich schon extrem viel Glück. Das wäre natürlich nochmal XP. Ich würde wahrscheinlich mehr XP bekommen, weil das nämlich das dritte Pet-Habitat ist. Also das skaliert glaube ich nach Habitat und nach Level. Wäre natürlich fett. Ich glaube nicht, dass es klappt. Aber ich bräuchte halt irgendwie in den Quests von den anderen Pets halt nochmal irgendwie wenigstens eins hier oder hier oder hier. Dann kriege ich natürlich auch nochmal schön XP. Also darauf spekuliere ich definitiv heute. Und ja, schauen wir nochmal, machen wir das zu Ende. Fire, ja, Fire ist, ich komme ja nicht höher als mit Level 5. Er wird sein Pet auf Level 4 haben, deshalb riskieren wir es mal. Wir sollten stärker sein eigentlich. Ja, perfekt. Super gut und vielleicht gewinnen wir auch noch gegen Riseman hier. Sieht auch super aus. Klasse, da haben wir morgen schon mal Gulp auch auf mindestens 7. Können wir auch wieder XP farmen, sehr gut. Und ja, sieht auch nicht so schlecht aus. Ne? Ich muss tagsüber natürlich noch ein paar Pets freischalten. Hier, die muss ich alle sammeln heute definitiv. Deshalb mache ich jetzt noch keine Alu. Aber was natürlich mir aufgefallen ist, muss ich mal sagen, ich hatte Daily Login Bonus Tag 2, also am Sonntag, 5 Schattenfrüchte. Und die habe ich nicht bekommen. Jetzt bin ich von Samstag zu Sonntag hier eingepennt und habe erst am Sonntag das Petnest freigeschalten. Also relativ früh zwar, aber ich habe es erst Sonntag gemacht, wahrscheinlich nachdem ich im Daily Login Bonus war. Und ich finde es schade, dass ich deshalb die 5 Früchte nicht bekommen habe, weil mit diesen 5 Früchten wäre ich jetzt schon 110. Also da hätte ich vielleicht gestern sogar Level 110 werden können. Das ist natürlich extrem bitter. Wenn man sich das mal vorstellt, das sind 1,6 Millionen. Also mit 5 Früchten hätte ich den besiegt und noch 10 Hawk selber. Wenn der 854.000 jetzt gibt, zum jetzigen Level mit 109, gibt der tendenziell noch mehr. Und ja, das wäre echt schade, weil dann hätte ich natürlich noch zum Serverstart mehr machen können. Ich habe mal Holle angeschrieben, ob das so gedacht ist, weil unabhängig davon, wann man das Petnest freischaltet, ist das natürlich schon ein bisschen unlucky, weil also nicht mal jeder Pilznutzer kann Level 75 erreichen an Tag 2 oder rechtzeitig an Tag 3. Da muss man schon ein bisschen was investieren. Und alle anderen Resis, die man sammeln kann, kriegt man ja trotzdem. Deshalb, ja, ich dachte eigentlich, die Früchte kriege ich. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen im Laufe des Tages. Ja, ich denke nicht, dass ich die 5 Früchte noch nachträglich kriege. Aber solltet ihr maximal darauf achten, falls das wirklich so ist, dass es da keine andere Option gibt, dass man die Früchte aus dem Daily Login-Kalender erst nach Freischaltung der Pets kriegen kann. Und das am gleichen Tag bei euch sein sollte, dann macht erst die Pets und holt euch dann erst die Belohnung aus dem Daily Login. Weil hätte ich das gewusst, hätte ich immer noch am Sonntag nach dem Petnest hier draufklicken können und dann hätte ich die Früchte vielleicht bekommen. Es ist wirklich ein bisschen unlucky gelaufen an der Stelle. Ach so, ja, das sollte man nicht vergessen, die Toilette muss ich auch freischalten. Also ich habe jetzt schon einen Tag auch kein Epic reinwerfen können. Deshalb brauche ich die definitiv heute, damit ich nicht so weit hinterherhänge da. Ja, Leute, und wie ihr seht, hatte ich mir dann den Dungeon Key gegönnt im Waffenladen, habe schon mal die Mobs geklärt und habe kurz überlegt, wie ich das Ganze angehen soll. Hatte ich überlegt, mache ich vielleicht irgendwie Abenteuer schon, um ein bisschen Gold zu generieren, habe es dann aber gelassen. Und ja, weil die Mobs kann man halt gut schlagen. Wir hatten einen 180er davor. Ja, und klar, der eine oder andere braucht vielleicht was. Dann finden wir auch ein gutes Pflicht-Epic teilweise, können wir gut ausrüsten. Dann hatte ich auch noch Schuhe im Waffenladen gefunden, als ich den Dungeon-Schlüssel gesucht habe. Das war auch ein bisschen witzig eigentlich. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass ich den dann so schnell finde. Und ja, da sind wir auch schon bei der Banshee angekommen und da habe ich halt auch überlegt, ja komm, bisschen bessere Steine können wir nehmen. Wir haben zwar nicht mehr das
Event, dass alle Steine auch große Steine sind. Trotzdem hatte ich da Glück bei dem Geschicklichkeitsstein und ja, auch die mittleren Steine waren nicht so schlecht. Ja. Also es gibt ja irgendwann einen gewissen Zeitpunkt im Game, wo man die mittleren Steine nicht mehr zieht. Aber, also, oder man verkauft die meistens nur. Im Moment, zu diesem Zeitpunkt, ist es noch drin. Ja. Und die Banshee hatte eine Erfolgschance von 0,3 bis 0,4% und das ist natürlich schon ein ziemlicher Happen. Weshalb ich dann doch überlegt habe, vielleicht, ja, ich war mir nicht sicher, wie viel Gold brauche ich gegebenenfalls nochmal doch fürs Traden, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert mit den Festungsangriffen, wenn es einer verpasst oder sowas, also gerade wenn man denjenigen noch nicht so gut kennt und Tag 1, da ist man aufgeregt, man hätte auch mir passieren können, dass ich da irgendeinen Scheiß mache. Und vor allen Dingen Ausdauer. Ausdauer hatte ich echt nicht so gute Skills, habe da jetzt mal ein bisschen nachgezogen. Damit hat sich die Chance auch gleich mal erhöht. Trotzdem ist die Banshee eine, ja, der muss man gut zureden. Der muss man alle Möglichkeiten aufbauen. Der muss man argumentieren können, was der Vorteil ist, wenn man sie schlagen darf. Ja, und das habe ich probiert auf dem Server. Auf Server EU5. Meine Güte, habe ich das probiert. Ja, so, wollte mir dann die Fights auch mal angucken, so. Zu gucken, wie viele Runden halte ich denn eigentlich aus. Sollte ich vielleicht doch noch mehr Ausdauer skillen? Habe ich mich dann doch entschieden, das auch nochmal zu machen. Geschick bringt mehr, aber tatsächlich war es in dem Sinne ungefähr pari. Ja. Und wenn man dadurch halt einen Hit mehr überlebt, dann hat man eine gute Chance, die Banshee dann auch zu schlagen. Das war zumindest mein Kerngedanke. Ja. Wenn wir die schlagen, haben wir nämlich dann auch das Spiegelbild danach und das ist ja eigentlich ein Safe-Win. Bringt aber richtig gute XP und auch ein Epic. Und dann war es endlich soweit. Den Fight gönnt man sich natürlich. Ja. Ersten 2 Runden, kein Crit, dritte Runde habe ich gekrittet. Und das war ein richtig geiler Crit. 482.000. Fett Damage gemacht und ihn abgezogen. Und das ist halt auch krass. Spiele ich das Spiegelbild und finde wieder eine Waffe. Also Tag 3 und Tag 4 liefen, was die Pflicht-Epics betrifft, echt gut klar. Und die Waffe ist tatsächlich besser. Ich habe die gleichen Werte mal eingegeben in SF Game Tools mit den besseren Waffenwerten. Und ja, die Wahrscheinlichkeit der Mordmaschine hat sich verdoppelt. Also wir sind hier jetzt bei 1,26% oder sowas. Also eigentlich etwas, wo man denkt, sollte jetzt nicht so lange dauern. Aber die Mordmaschine hat natürlich ihr eigenes Wesen. Und jedes Mal, wenn ich gegen die spiele, oh, da war schon knapp, erinnere ich mich an die Zeit, als die Mordmaschine ausweichen konnte. Sie war der stärkste Dungeon überhaupt, sie konnte ausweichen. Viele von euch wissen es einfach gar nicht und ich kann es jedes Mal aufs Neue erzählen. Ja, also der Fokus heute war natürlich die Festung, aber allein durch die Level hat man dann doch die Mordmaschine schon günstiger und die neue Waffe kommt dem zugute, aber ich war halt gerade ganz knapp daneben. Und am Ende waren es nochmal 100 Pilze mehr als im Schnitt. Naja, gut. Was man nicht alles macht für Level 122, würde ich sagen. Es gab auch nochmal schicke Handschuhe. Natürlich klar von der Rüstung nicht mehr ganz so schick. Von den Werten her so, dass ich mir das überlegen kann, die einzusetzen. Und ja, nächste Dungeon ist freigeschalten, aber da müssen wir jetzt nicht großartig drüber nachdenken, würde ich sagen. Denn Power 125 brauchen wir, wenn wir mal die Unterwelt haben. Das steht noch aus. Und damit neigt sich Tag 4 jetzt auch schon mal dem Ende. Und ja, es ist krass. Also ich habe jetzt heute die Festung
einmal ausgebaut, die beiden Gebäude einmal ausgebaut, das Arbeiterquartier einmal hochgebaut. Ja, also was mit diesem Festungstrading so möglich ist, das ist echt verrückt. Mittlerweile haben wir ja 15 Attacken getradet, ne 16, und zwar auf dieser Basis. Jetzt rechnet mal 16 oder in dem Fall waren es sogar 18, weil wir noch 2 Restsoldaten hatten. 18 mal 2800 Steine, das sind über 50.000 Steine und über 150.000 Holz, die wir hier getradet haben. Und das im Prinzip alle, ja, grob alle 3 Stunden kann man das machen. Also machen wir natürlich nicht. Wir haben, glaube ich, 5-mal getradet am Tag heute. Rechnet man das trotzdem auf, wenn das 250.000 Steine stand jetzt und 750.000 Holz. Ja, damit kommen wir Festung 12 relativ schnell. Das ist Hardcore. Und man baut ja natürlich die Gebäude dann auch wieder aus. Ja, das heißt, es gibt dann noch mehr Boni. Also Wahnsinn, was das ausmacht. Und ja, im Level stehe ich eben auch gut da. Haben wir 126, sind wir kurz vor 127. Tower also freigeschalten. Bald kommt der Twister. Könnte vielleicht morgen klappen, wenn ich hier noch den einen Lichtdungeon noch schlage. Und ja, was natürlich auch geil ist, dadurch, dass wir den Tower freigeschalten haben, haben wir endlich auch den Kollegen hier. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall in den letzten 4 Minuten noch einmal hier durchgehen. Mit Festung 10 sind die Boni hier auch schon nicht schlecht. Ja, da können wir uns ein bisschen extra Ressourcen sammeln, aber also tatsächlich dachte ich immer, das ist der Clou. Aber die Festungspartnerschaft ist dann doch nochmal einfach einen Zacken schärfer. Ja, man muss einfach mal davon ausgehen, man kann zuverlässig gute Ressourcen farmen und es braucht auch gar nicht so lange. Das ist halt auch geil. Es braucht nicht viel mehr Zeit. Klar, am Anfang gibt man viel Gold aus, aber am Ende gibt man mehr Gold aus, wenn man immer wieder mal für Gold skippt, so zwischendurch, wenn man keinen Festungspartner hat, weil man vielleicht hofft, jemanden Geilen zu finden. Ja, das ist echt hübsch. Und ja, hier nehme ich auch noch Holz mit und Steine. Gern mal 5. Ja, okay. Sanduhren kann man auch mitnehmen. Dann, ja, wir sind ja jetzt schon bei Festung 10. Man kann sich also auch überlegen, bei dem, was wir mit 2 Trades, also mit 2 Trades kann ich schon die Gemmine auf 10 versuchen hochzubauen. Oh nice, 4 mal Steine, sehr gut. Ist noch nicht so fett, also auf Rathos 10 sind die Boni noch nicht so krass, aber oh, den Gold nebenbei mitnehmen, passt schon. Das ist alles, alles was wir hier gewinnen, ist on top. Ist on top, ja, so ein Storage freut sich halt auch darüber. Da könnte ich schon mit Gemmine 10 fast 4-mal nach einem Edelstein suchen, also das darf man nicht außer Acht lassen. Ich überlege tatsächlich, ob ich dann Gemmine am Tag 5 auf 10 mache oder vielleicht noch einen Tag warte. Ich muss mal gucken, wie viele Ressourcen wir letztendlich auch kriegen. Das Arbeiterquartier sollte ich eigentlich auch ausbauen. Das ist tendenziell wichtiger, spart nämlich dann ein paar Pilze beim Skippen, weil das geht jetzt schon wirklich. Das geht jetzt hier auf die Pilze. Überlegt mal, 288 Pilze habe ich hier ausgegeben für die Gebäude. Vorher habe ich ja auch schon geskippt. Also da sind wir schon bei 2,5k vielleicht an Ausgaben für die ganzen Skips bisher. Also das, ja, muss man mit einkalkulieren und es wird ja tendenziell noch erheblich mehr werden. Ja, also das skippe ich jetzt nicht, das werde ich morgen skippen. Und ja, das war's. Tag 4 ist jetzt gleich zu Ende. Arena Manager sieht hier so aus. Da gehen wir ein bisschen weiter. Da hatte ich jetzt einmal einen Timeskip geholt. Jetzt werde ich wieder nur auf Boni gehen. Und hier baue ich fleißig jetzt weiter. Ja, ich komme nicht mehr in die normale Arena. GG Anderson. Alles andere habe ich gespielt. Jetzt ist der Tag auch gleich vorbei. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.